was ich mir am meisten wünsche, ist halt, dass Leute sich informieren, also Interesse. Als allererstes zuhören. Interesse zeigen. Ansonsten ist es einfach immer cool, wenn man Leute hat, wo man sich mal auskotzen kann und die auch einem Gefühle nicht absprechen. Das heißt einfach erstmal zuhören, offen sein und dem folgen, was man da angeboten bekommt, anstatt schon zu einem eine Meinung zu haben. Hi, ich bin Findus. Meine Pronomen sind er, ihm. Ich bin Luca, ich bin 27 Jahre alt und ich wohne in Köln. Ich studiere hier Film an der Kunsthochschule. Mein Name ist Jonas Brandt, ich bin 25. Ich arbeite bei der AIDS-Hilfe in Düsseldorf als Transberater und mache bei uns die Peer-to-Peer-Beratung. Ich arbeite als Erzieher, ich mache da gerade eine Ausbildung. Ich lebe von Gruppen und ich lebe davon, irgendwie mit Leuten was zusammen zu machen. Jeder liebt mein Essen, also ich koche sehr gerne. In meiner Freizeit male ich ganz viel. Ich muss gerne mit meinen Katzen. Ich bin zum Lab gekommen, eben übers Cosplayen, was ich heute jetzt nicht mehr so viel mache, was ja das Darstellen von quasi Charakteren aus Spielen oder Anime, also es kommt ursprünglich aus der Anime-Szene, ist. Ganz klar, ich bin ein Mann, biologisch geboren im Körper einer Frau. Habe jetzt schon einige angleichende Operationen gemacht und bin auch sehr froh, dass das möglich ist, aber definitiv männlich. Dieses nicht sich wirklich in keiner Form jemals zugehörig zu fühlen zu einem dieser Geschlechter oder der binären Geschlechter sozusagen, ist das, was ich am ehesten als meine Geschlechtsidentität sehen würde. So. Es gibt eben dieses binäre System, in das ich mich nicht rein passen kann und dementsprechend, ja, dritte Kategorie muss eben nicht binär sein, einfach aus dem System raus, weg von dieser Trennung so. Also nicht binär transmaskulin bedeutet für mich zumindest, dass ich mich nicht eindeutig den binären Geschlechtern männlich oder weiblich zuordne, dass ich mich manchmal irgendwo dazwischen, manchmal irgendwo davon fernab verorte und aber so ein bisschen mehr Gefühle ins Maskuline rein habe, mich da ein bisschen zugehöriger fühle. Wir verwenden gerne die Abkürzung TIN, kurz TIN, Sternchen. Das steht für trans, inter und nicht-binäre Personen, womit wir alle geschlechtlichen Identitäten abgedeckt haben in einem Begriff. Also Mann und Frau sind soziale und keine biologischen Kategorien. Ne? Und biologisch oder Biologie zeichnet sich in erster Linie durch Varianz aus. Also diese Zweiteilung, es gibt nur Mann und Frau, ist eine soziale und keine biologische. Ne? Das am deutlichsten immer an den ganzen Varianten der Geschlechtsentwicklung, was dann unter Inter läuft, dass das alles keineswegs so eindeutig ist. Und auch so gibt es auch im Biologischen weite Überlappungsbereiche zwischen männlich und weiblich. Das, was vielleicht noch am ehesten unterscheidbar ist, sind dann die Fortpflanzungsorgane, aber ansonsten sind da auch viele Unterscheidungen eher sozial überformt. Ne? Mit Natur hat das alles ganz wenig zu tun. Das wird dann immer angeführt, ist aber wissenschaftlich und auch klinisch einfach Unfug. Ne? Ich glaube auch nicht, dass irgendein Biologe dem zustimmen würde. An sich macht das natürlich, also macht es nicht einen Riesenteil meiner Identität aus, aber hat sehr, sehr viel Zeit und Kapazitäten und Energien und psychische Ressourcen gefressen. Also ich habe nach meiner sozialen Transition dann auch irgendwann die Kraft gehabt, mich mit dem medizinischen und legalen oder ja, behördlichen Aspekt irgendwie auseinanderzusetzen. Es war anstrengend. Also ja, also ich glaube, die größte Hürde für mich war bisher die Namens- und Personenstandsänderung. Die habe ich immer noch nicht durch, weil das mit dem aktuellen Gesetz völlig für den Arsch ist. Kann ich das so sagen? Bereits vor 11 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgestellt, dass die Vorgabe im sogenannten transsexuellen Gesetz, wonach transgeschlechtliche Menschen sich zunächst einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen müssen und den Nachweis erbringen, dass sie wirklich unfruchtbar sind, gegen das grundgesetzlich geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit verstößt. Und dann ist es normalerweise Aufgabe
des Gesetzgebers, des Deutschen Bundestages, dass eben sich die Mehrheitsfraktionen im Deutschen Bundestag hinsetzen, ihre Hausaufgaben machen, sozusagen nachsitzen müssen und die Gesetze eben an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes anzupassen. Das ist beim transsexuellen Gesetz jetzt 11 Jahre lang nicht geschehen. Ich habe zur Namens- und Personenstandsänderung habe ich einen Antrag auf Kostenübernahme mir zuschicken lassen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht das Geld dafür hatte, das machen zu lassen. Und habe diesen Antrag vor mir gehabt und war heillos überfordert und habe es dann wieder gelassen. Das war alles, was ich in dem Moment geschafft habe und mir dann auch im Nachhinein gedacht habe, das ist auch nicht das, warum muss ich 2.000 bis 5.000 Euro aufwenden, um meinen Namen haben zu können, den andere Menschen umsonst bekommen und einfach haben dürfen. So. Aber ich finde tatsächlich diesen Preis nicht das Schlimmste an allem. Ich finde, das Schlimmste ist wirklich, dass fremde Menschen darüber entscheiden, wer ich bin. Also es wird nicht mal mir selber überlassen, mit meinem Gefühl, wer ich bin, sondern eine fremde Person bestimmt das, was ich bin. Der Hauptunterschied zu jetzt ist, dass man dann eben selbstbestimmt, so der Name, seinen Geschlechtseintrag und Vornamen ändern kann, ohne dass es dafür noch ein Begutachtungsverfahren braucht. Das ist mehr als sinnvoll, ne? Dieses Gutachterverfahren, also ich habe 600 DSG-Gutachten, glaube ich, geschrieben, ist relativ überflüssig, weil die Identität begutachten können sie ohnehin nicht. Die bundesweite Ablehnungsquote liegt vielleicht bei 1%, das heißt, es geht ohnehin fast alles durch. Das ganze Verfahren ist schlicht überflüssig und teuer. Also ich warte sehnsüchtig darauf, dass das Selbstbestimmungsgesetz umgesetzt wird und ich endlich meinen Namen ändern kann, weil nach diesem Gesetz ich ja dann, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, zum Standesamt gehen kann, sagen kann, hallo, ich bin erwachsen, ich kann über mich entscheiden, das ist mein Name, danke, tschüss. Und das wäre natürlich schon sehr schön. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ganz entscheidend für transgeschlechtliche Menschen, damit sie vom Staat als die Menschen anerkannt werden, die sie sind, ohne sich einen entwürdigenden und erniedrigenden Verfahren unterziehen zu müssen und schnell ihre amtlichen Dokumente richtigstellen können. Für 99% der Bevölkerung, für alle cisgeschlechtlichen Menschen ändert sich dadurch überhaupt nichts. Und bloß weil wir für gleiche Rechte für alle sorgen, werden die Rechte für die Mehrheit nicht weniger. Diese subjektive geschlechtliche Identifizierung, so nenne ich es immer, ist nicht hinterfragbar. Ne? Die diagnostiziere ich auch nicht. Wenn jetzt hier jemand herkommt und sagt, ich bin trans oder ich identifiziere mich als männlich, agender, genderfluid, was auch immer, dann nehme ich das als gegeben hin. Das ist nicht die Aufgabe der Diagnostik in dem Kontext, sondern die Aufgabe der Diagnostik ist, letztendlich festzustellen, ob es einen relevanten Leidensdruck gibt, der das dann rechtfertigt, die Solidargemeinschaft für irgendwelche medizinischen oder sonstigen Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Dysphorie ist eigentlich die Ablehnung gegen den eigenen Körper. Ich meine, wir kennen das alle, irgendjemand hat immer irgendwelche Problemzonen, wo er sagt, keine Ahnung, ich bin mit meiner Nase nicht zufrieden oder was weiß ich, wenn ich weniger Fett da und da hätte, dann würde ich mich wohler fühlen. Aber diese Körperdysphorie ist wirklich das komplette Ablehnen gegen seine eigenen Geschlechtsmerkmale. Man guckt sich an und denkt, da ist irgendwas, was da nicht hingehört. Und in meinem Fall waren es halt Brüste, die mich einfach total gestört haben. Ich war einfach in meinem Leben eingeschränkt. Also wie geht man als Mann schwimmen, der Brüste hat? Dysphorie beschreibe ich mit einem Gefühl von so ungefähr. Wenn ich als Frau angesprochen werde oder jemand sie zu mir sagt, dann löst das in mir ein Gefühl aus und das ist meine soziale Dysphorie. Körperdysphorie, selbiges Gefühl bezogen auf körperliche Aspekte, irgendwie auf bestimmte Körperteile, auf keine Ahnung, Proportionen, auf andere körperliche Aspekte wie Stimme oder so. Wir reden bei 0,6% der Bevölkerung, reden wir von 480.000 Personen. Wenn man sogenannte andere seltene Krankheiten betrachtet, wobei wir nur so lange krank sind, solange wir leiden, das möchte ich festhalten an der Stelle. Also wenn man andere seltene Krankheiten betrachtet, gibt es deutlich weniger, die wird über sehr viel mehr gesprochen. Ne? Also da gibt es schon Abstufung. Ansonsten war Antragstellung auf Kostenübernahme für OP war ein
Riesenaufwand und super anstrengend, weil da so viele verschiedene Sachen abgefragt werden, so viele verschiedene Sachen organisiert werden müssen, so viel vorher auch schon passiert sein muss, auch im medizinischen Feld. Eigentlich war das, was am frustrierendsten war, das Warten. Weil man halt auf super viele Sachen extrem lange warten muss. Und das ist halt so, also ich glaube, ich bin auch generell eine ungeduldige Person, aber für mich war es halt so, ich habe ja die Transition nicht angefangen und in dem Moment wusste ich noch nicht wirklich, was ich will, sondern ich habe halt sehr lange darüber nachgedacht, bevor ich den ersten Schritt gemacht habe, überhaupt eben zu dann diesem Therapeuten zu gehen und so weiter. Und halt nachdem ich quasi so lange Zeit darüber nachgedacht habe und mir halt wirklich darüber, also die Zeit genommen habe, darüber klar zu werden, was ich will, dann nochmal irgendwie 3 Jahre lang zu warten, bis man überhaupt an dem Punkt ist, wo man halt irgendwas bekommt, sozusagen von den Dingen, die man vor 3 Jahren entschieden hat. Das war halt, glaube ich, das, was mich am meisten frustriert hat. Nachdem ich dann 1,5 Jahre in Psychotherapie war und ein halbes Jahr lang auf Testosteron, habe ich mich endlich daran gewagt, meinen Antrag zu schreiben, weil vorher darf man das gar nicht. Das heißt, bevor überhaupt irgendwas Medizinisches passiert, unabhängig von der Hormoneinnahme, muss man 1,5 Jahre in Psychotherapie sein. Es gibt ein Urteil des Bundessozialgerichtes, welches transgeschlechtlichen Menschen auch einen Anspruch auf kassenärztliche Leistungen einräumt. Allerdings ist es nach wie vor so, dass die Krankenkassen mit und vom medizinischen Dienst der Krankenkassen sich eine eigene Begutachtungsanleitung erstellt haben, indem sie selber eigenständig festlegen, welche und unter welchen Bedingungen transgeschlechtliche Menschen medizinische Maßnahmen bekommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2019 entschieden, dass Trans keine psychische Krankheit mehr ist und hat eine neue Kategorie geschaffen, die heißt Zustände sexueller Gesundheit. Da sind auch Sachen drin wie Unfruchtbarkeit oder Schwangerschaft und unter dieser Rubrik ist Trans jetzt zu finden, also es ist keine psychische Störung mehr. Und dieser Diagnosenkatalog, der heißt ICD-11 und der hätte eigentlich dieses Jahr zum 1.1. eingeführt werden können, wenn man sich rechtzeitig dran gesetzt hätte, das alles umzusetzen. Wenn man jetzt die ICD-11 schon hätte, müsste man den Paradigmenwechsel einleiten. Man kann da nicht mehr sagen, man muss davon ausgehen, dass die psychisch gestört sind, die Transpersonen, sondern man muss davon ausgehen, dass es in der Regel nicht sind. Und damit würde sich auch diese Anforderung dieser Begutachtungsanleitung ändern. Diese Begutachtungsanleitung der medizinischen Dienste geht aus einem, glaube ich, grundlegenden falschen Verständnis heraus von der ICD-10 aus, die aber fachlich nicht mehr anwendbar ist. Das heißt, sie können danach nicht behandeln und es ist vollkommen unsinnig, danach zu begutachten. Also die Psychotherapie in Bezug auf die Geschlechtsidentität war eigentlich völliger Humbug. Also wie gesagt, ich habe ja die ganze Recherche gemacht und habe meiner Therapeutin gesagt, hallo, ich brauche den und den Wisch, stell mir den bitte aus, und sie hat es gemacht. Wir haben, glaube ich, 3 Sitzungen gehabt, die irgendwie produktiv waren. Also wo er halt einfach mich abgefragt hat über meine Erfahrungen, wo er halt auch so Fragen gestellt hat, so wann haben Sie damit angefangen, darüber nachzudenken, wie hat sich das geäußert, wie lange ist das schon, was ist so Ihr angestrebtes Ideal für Ihr Gender und so weiter, wie nehmen Sie das wahr? Und die restlichen 17 Monate haben wir wirklich abgesessen. Das ist völlig absurd, da eine Mindestzahl von Psychotherapiesitzungen zu verlangen. Zumal das auch noch nicht mal mit der geltenden Psychotherapierichtlinie vereinbar ist. Sie können bestimmen, Sie müssen begründen, warum Sie eine Psychotherapie machen, und eine Diagnose begründet das alleine nicht, sondern Sie müssen das inhaltlich begründen. Und die Psychotherapierichtlinie kennt immer nur Höchstkontingente von Therapiesitzungen. Also da können Sie, wenn Sie eine Kurzzeittherapie beantragen, maximal 12 Sitzungen machen. Wenn das Therapieziel nach 4 Sitzungen erreicht ist, dürfen Sie die anderen nicht mehr durchführen. Also ich weiß nicht, ob jemand, der an dieser Begutachtungsanleitung mitgeschrieben hat, die Psychotherapierichtlinie kennt. Wünschenswert wäre das, aber ich habe da gewisse Zweifel. Wenn man ein Problem mit seiner Geschlechtsidentität und das Gefühl hat, man ist sich unsicher, dann kann man ja freiwillig in eine Therapie gehen. Also ob ich jetzt
quasi, ich finde es total legitim, wenn man denkt, boah, ich weiß nicht, bin ich trans, keine Ahnung, ich fühle mich super komisch, ich kann es nicht einordnen oder ich bin mir unsicher, ob ich das will. Dann ist es super legitim zu sagen, ich gehe zu einem Therapeuten, der sich damit auskennt und ich rede da auch gerne 3 Jahre drüber, bevor ich eine Entscheidung treffe, weil es ist natürlich trotzdem eine große Entscheidung. Aber ich bin halt dahin gegangen, habe mich davor schon 2 Jahre lang intensiv damit beschäftigt und ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und ich möchte das machen. Und jetzt muss ich noch 1,5 Jahre lang beweisen, dass das stimmt. Also was wichtig ist, jetzt, wenn wir in die wissenschaftliche Leitlinie gucken, ist, dass die Diagnostik passiert ist. Ne? Dass man bestätigen kann, es ist jetzt ein relevanter Leidensdruck durch die Geschlechtsdysphorie da. Es gibt keine Kontraindikationen, also nichts, was akut dagegen spricht. Das ist das, was Sie machen müssen. Das ist im Grunde nicht zeitgebunden. Bei manchen können Sie das nach einer halben Stunde beantworten und bei anderen brauchen Sie 2 Jahre, um das beantworten zu können. Das kann man nicht, wobei das Letztere selten ist, aber vorkommen kann. Das können Sie nicht an Zeiträumen festmachen. Wenn man jetzt mal auf 1991 zurückguckt, damals hatte die WHO beschlossen, dass Homosexualität keine psychische Erkrankung mehr ist. Und es hat nur 1 Jahr gedauert, das umzusetzen. Und wir warten jetzt schon 3 Jahre und wir müssen noch ein paar Jahre warten, bis es umgesetzt ist in Deutschland. Hier haben wir ganz offensichtlich mit strukturellen Diskriminierungen im Gesundheitssystem zu tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir den Rechtsanspruch auf medizinische Leistungen im Sozialgesetzbuch verankern. Es bringt vor allen Dingen die Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen oder die ganze Psychotherapie in Misskredit, indem sie da so einer Gatekeeper-Rolle zugewiesen bekommen, was überhaupt nicht sinnvoll ist. Ne? Man muss individuell klären, gibt es einen Bedarf für Psychotherapie und wofür gibt es den? Und Psychotherapie ist in dem ganzen Prozess immer eine flankierende Maßnahme. Ja? Also, die unterstützt dabei und kann Dinge erleichtern und dabei helfen, das besser zu durchlaufen. Die eigentliche Dysphorie oder Geschlechtsdysphorie können Sie psychotherapeutisch aber nicht behandeln. Geschlechtsumwandlung sagen wir nicht, weil Geschlechtsumwandlung würde voraussetzen, dass in der Person, die das durchführt, gar nichts drin ist, was diesen Schritt rechtfertigt. Ne? Es gibt ja ein Bewusstsein und eine neurobiologische Grundlage dafür, dass man trans ist. Wir sagen deshalb auch, es ist angeboren und nicht erworben, ist das Thema trans. Und unter dem, wenn man das bedenkt, dann kann es keine Umwandlung geben, sondern nur eine Geschlechtsangleichung. Also ich hatte mich zu dem Zeitpunkt auch in einer Klinik befunden, weil meine Dysphorie einfach wieder so groß geworden ist gegen meinen eigenen Körper. Und das erste Statement, weil ich dann zurück in die Klinik kam, als ich dann die OP durch hatte, war, es fühlte sich an, als hätte man dir deine Depression wegoperiert. Weil ich einfach ein komplett neues Lebensgefühl gewonnen habe. Ich konnte mich zumindest ab diesem Tag im Spiegel anschauen bis zum Bauchnabel. Ich konnte oberkörperfrei rumlaufen, ich konnte endlich schwimmen gehen, ich hätte ins Fitnessstudio gehen können in so einem Muskelshirt. Es wäre nicht mehr aufgefallen, dass ich eben nicht cis bin. Und da hat es auch angefangen, dass ich mich nicht mehr so krass mit anderen verglichen habe. Auf was muss ich achten? Auf die Körperhaltung, auf die Anspannung, dass man bloß nicht irgendetwas erkennt. Und dann hatte ich die Hysterektomie. Also die Entfernung der Gebärmutter, Eierstöcke und Eileiter, sehr schmerzhaft tatsächlich. Also im Gegensatz zur Mastektomie. Die Mastektomie, das war irgendwie Kaugummi kauen im Vorbeigehen. Und die Hystek, die war schon ordentlich schmerzhaft. Also ich hatte zwar nur kleine Schnitte, aber immerhin haben die ja irgendwas aus mir rausgeholt und haben halt in mir drin irgendwas rumgeschnitten. Das war schon, ja, schmerzhaft, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich einfach gelohnt, weil dadurch, dass ich natürlich dann auch keine Östrogene mehr produziert habe körperlich, konnte Testosteron erstmal so richtig seine Wirkung zeigen. Das heißt, die Stimme hat nochmal einen ganzen Satz gemacht. Der Bart hat sich nochmal ein bisschen kräftiger entwickelt. Dann hat die Fettumverteilung auch vernünftig angefangen. Und ja, auch einfach für mein Wohlbefinden zu wissen, es ist kein Hormon mehr in meinem Körper, was da nicht hingehört, hat mich wieder selbstbewusster gemacht. Ich habe wieder mehr am Leben teilgenommen. Und ich kann auch sagen, seitdem ich die geschlechtsangleichenden OPs und durchführen bin, habe ich viel weniger den Gedanken, mein Leben zu beenden. Oder viel weniger auch den Gedanken, irgendwas nicht zu schaffen. Ich denke mal, die Diskriminierung von Transpersonen ist nicht weg. Sie ist an einigen Stellen etwas weniger geworden und an vielen Stellen etwas subtiler geworden. Die Datenlage ist so klar und so eindeutig, dass wir
genau wissen, dass dass queere Menschen heute noch in vielen Bereichen Diskriminierung, Benachteiligung, Hass und Gewalt ausgesetzt sind. Und da brauchen wir nicht länger warten, bis wir noch mehr Studien bekommen, sondern es ist jetzt an uns, uns dieser gesellschaftlich wichtigen Aufgabe zu stellen, für gutes gesellschaftliches Miteinander zu sorgen, wo kein Mensch aufgrund von irgendwelchen Merkmalen benachteiligt, ausgegrenzt, abgewertet oder sogar noch Gewalt erfahren muss. Es gibt seit 2020 den Paragraph 192a Strafgesetzbuch und den hat man, aus welchen Gründen wissen wir nicht, hat man darauf verzichtet, den um geschlechtliche Identität zu ergänzen. Also wenn man wegen der sexuellen Identität, also wenn man schwul, lesbisch oder bi ist, mit Hate Speech überzogen wird, dann kann man bestraft werden, ja, als Verursacher, und wenn es bei uns ist, dann nicht. Oft ist es ja auch so, dass es auf Unverständnis grenzt. Das heißt, viele akzeptieren das nicht und du musst dich trotzdem noch irgendwie in dieser Rolle weitergeben, die du nie wirklich gelebt hast oder die du auch einfach gar nicht bist und gar nicht erfüllen kannst. Und dadurch ziehen viele Transpersonen sich auch einfach zurück, weil es ja natürlich dann auch noch dieses ist, ja, wie kleide ich mich? So, wie kann ich das jetzt anstellen, ohne dass ich vielleicht Gewalterfahrungen mache oder bespuckt werde, beleidigt werde. Ne? Das ist halt auch, was vielen Transpersonen oft passiert. Obendrein ist es sehr milieuabhängig, also sehr auch vom individuellen Umfeld abhängig. Es gibt Bereiche, in denen ist das oder Umfelder oder persönliche Umfelder, in denen das relativ gut geht. Wir begegnen auch immer wieder Transpersonen, die sagen, wir haben überhaupt keine Probleme gehabt mit dem Coming Out in keinem ihrer unmittelbaren Bezüge, und andere, bei denen das völlig anders ist. Ich habe das Glück, dass auch die meisten Hobbys, die ich habe, oder die meisten Interessen immer in so Spaces sind, die ziemlich queer offen sind, oder wo es halt quasi dann sozusagen Abteilungen gibt, die sehr queer offen sind. So. Gleichzeitig, weiß ich nicht, wird mir manchmal im Bahnhof wurde mir Schwuchtel hinterhergerufen, da habe ich mich gefreut, weil ich mir dachte, naja, wenigstens wurde ich nicht weiblich gelesen, das war auch schon mal schön. Eine Reform des Artikel 3 Grundgesetzes ist im Koalitionsvertrag verankert. Allerdings benötigen wir für die Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit. Und hier muss sich eben auch die Union bewegen. Das ist notwendig, hier eben auch den gesellschaftspolitischen Diskurs und die Diskussion mit der Union zu suchen, dass er sich einer notwendigen Ergänzung des Artikel 3 im Grundgesetz nicht verwehrt und diese notwendige Reform nicht blockiert. Ja, im medizinischen Bereich müsste sich auf jeden Fall verändern, dass überhaupt eine Wahrnehmung geschaffen wird für nicht-binäre Menschen. Ja, sowas müsste einfach mehr stattfinden und dass es einfach möglich ist zu sagen, hallo, ich bin nicht binär und mir stehen aber dieselben medizinischen Versorgungen zu wie einer binären Transperson zum Beispiel. Hier haben die medizinischen Fachgesellschaften, die sich seit Jahrzehnten mit der Gesundheitsversorgung von Transpersonen beschäftigen, auch nochmal deutlich gemacht, dass wir wissen, dass ein nicht unerheblicher Teil der transgeschlechtlichen Menschen sich nicht im klassischen binären Geschlechtersystem verorten, dass dies aber kein Ausschlussgrund sein darf für medizinische Maßnahmen. Die Krankenkassen geben aber ganz klar vor, dass non-binäre Menschen keinen Anspruch auf medizinische Leistungen haben sollen. Was mir halt sehr wichtig war eigentlich die ganze Zeit, war nicht zu lügen. Also ich wollte halt nicht, ich wusste, dass wenn ich quasi sage, ich bin binär trans, dann würde ich viele Sachen leichter bekommen. Aber ich wollte halt ich wollte, dass Leute sehen, dass es nicht nur das gibt, so, dass es nicht nur Binarität gibt. Und deswegen war es mir halt, also habe ich halt versucht, es so gut wie irgendwie möglich und wie ich es halt mit mir vereinbaren konnte, über den Weg zu bekommen, dass ich wirklich ehrlich bin. Ich bin ja dann zu einer ganz normalen Person gegangen, die halt diese Operationen ständig durchführt und die sagt, ja, das geht, wir können das machen. Oder auch, also die Endokrinologen, die hatten ja nie einen medizinischen Einwand. Die haben ja nicht gesagt, sie dürfen das nicht nehmen, weil ihre Hormone irgendein Problem machen, sondern einfach nur, ja, wir verstehen das nicht und sie machen quasi nicht das, was, also wir haben ihnen ja schon diese Gesetze geschrieben, nach denen sie in unserem binären System das so machen könnten. Warum nutzen sie das, also warum machen sie denn jetzt noch wieder was anderes? Das verstehen wir nicht. Also geben wir ihnen einfach diesen Eingriff nicht, obwohl es da keine medizinischen
irgendwie Einwände gibt. Ich habe mich in meiner gesamten medizinischen Transition immer als binärer Transmann ausgegeben, weil es super schwierig sein kann, Menschen nicht binär zu erklären. Also manchmal ist es ja schon schwer für Menschen, binäre Transidentitäten irgendwie zu verstehen und zu akzeptieren. Ja, und mir da einfach die Gefahr zu groß war, dass mir Sachen abgesagt werden, dass ich eine Ablehnung von der Krankenkasse bekomme, dass ich kein Indikationsschreiben kriege für die Hormontherapie zum Beispiel oder so. Und da war mir dann mein eigener Stolz und mein eigenes, ich bin das aber eigentlich gar nicht, erstmal zweitrangig, weil das, also ich wollte halt, dass das irgendwie vorangeht und dass mein Leidensdruck weniger wird. Und wenn ich dafür die alle denken, dass ich ein Mann bin, dann sollen sie das tun. Biologisch lässt sich Geschlecht nicht eindeutig festlegen, sozial auch nicht, aber es kann natürlich jemand für sich an diesem binären Modell festhalten. Das ist ja niemandem zu verbieten. Problem ist, wenn man es von der wissenschaftlichen Seite her aussieht, dass die Dysphorie oder der Leidensdruck eben bei den Menschen, die sich nicht binär identifizieren, kein bisschen geringer, sondern oft noch höher ist. Unter anderem eben wegen einer sehr binären Gesellschaft. Sie müssen sich pausenlos damit erklären. Und gleichzeitig ist es als nicht-binäre Person ja auch, also musst du dich ja eigentlich immer outen, wenn du wirklich mit deiner vollen Geschlechtsidentität wahrgenommen werden möchtest, weil es kein Passing, also kein richtiges Aussehen, Verhalten, sonst was, Rollenbilder für nicht-binäre Menschen gibt. Also wenn man als quasi Person, die jemanden sieht, sich unsicher bei deren Geschlecht ist und das erfahren will, bedeutet das ja nur, dass man scheinbar eine Person aufgrund ihres Geschlechts anders behandeln möchte. Und ich finde halt, wenn man sich unsicher ist, welches Geschlecht die Person hat und man dann halt so ist, oh, ich muss jetzt wissen, welches Geschlecht diese Person hat, damit ich weiß, wie ich mit ihr umgehen kann, sollte das ja schon ein Warnzeichen sein dafür, dass man ja scheinbar Leute nach Geschlecht unterschiedlich behandelt. Ansonsten, wenn man irgendwie neugierig ist und Fragen hat in die Richtung, ist es vielleicht cool, vorher erstmal abzutasten, ob die Person gerade überhaupt Bock hat, das zu erklären oder nicht, weil wir sind halt auch mehr als nur trans so und wir sind auch nicht da, um die ganze Menschheit aufzuklären. Manchmal sind wir auch gerne einfach nur irgendwo und tanzen ein bisschen blöd rum oder so. Es wird wahrscheinlich noch 10.000 Mal gesagt werden müssen, bis wir wirklich zu einer echten Normalisierung und zu einer echten Akzeptanz kommen. Weil in dem Maße, wo wir uns für Aufklärung, für Akzeptanz bemühen, in dem Maße existieren heute auch diese menschenverachtenden Ideologien. Wird transfeindlicher Hass verbreitet und führt dazu, dass mitunter manche Menschen sich von diesem Hass eben auch anstecken lassen. Ja, dass solche Ideologien der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sich eben auch in der Gesellschaft immer wieder reproduzieren und verbreiten. Und dass sich so etwas bestenfalls langsam ausschleicht, aber niemals von selber. Darauf zu warten, ach, das wird schon besser, die nächste Generation, das wäre verheerend. Das würde die Situation absolut unterschätzen und verharmlosen. Wenn man die richtigen Namen und Pronomen verwendet, ist das schon super hilfreich. Wir wissen alle, dass es einer gewissen Eingewöhnung bedarf und dass auch schon mal das falsche Pronomen und der falsche Name rausrutschen kann. Das ist in Ordnung und das ist menschlich, solange wir merken, dieser Mensch gibt sich Mühe. Warum drucken oder zeigen im Film diese Medien immer wieder, wie dieser Mensch früher geheißen hat? Für diesen Mensch ist dieser Name tot, deswegen sagen wir auch Dead Name. Ja? Und das ist, geht an das Innerste einer Transperson, diesen Namen irgendwo zu verwenden und den nochmal zu lesen. Deswegen sollte man es einfach nicht tun und am besten gar nicht danach fragen. Und natürlich, wenn man mitkriegt, dass jemand gemobbt wird oder ausgegrenzt wird, natürlich Partei ergreifen und sagen, hey, das ist ein ganz normaler Mensch. Ich möchte nicht, dass so über ihn gesprochen wird oder über sie gesprochen wird. Also ob ich jetzt toleriere, dass jemand, keine Ahnung, rote Haare hat, weil die gefallen mir eigentlich nicht, oder ob ich toleriere, dass jemand nicht binär ist. Also ich finde, das ist so ein unangenehmer Begriff dafür, weil die Person, die das toleriert, ist ja nicht also die leidet ja nicht darunter. Das ist ja keine Leistung, sondern die Person lernt was Neues, nimmt es an, lebt weiter. So, das ist nichts, was der jetzt groß was abverlangt. So, das beeinflusst niemanden in dem Sinne. Fertig. Ich wünschte, mich wird irgendwann einmal überhaupt keiner mehr dazu fragen.